Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal habe ich mir das Spiel Kholat oder auch Kholat vorgenommen und ich habe jetzt schon wahnsinnige Angst. Ich mag überhaupt keine Gruselspiele, aber ich finde einfach das Mysterium über den Djatlov-Fall sehr interessant. Aber ich möchte gar nicht so viel erzählen und lasse euch mal Sean Bean das alles erklären in diesem Intro. Viel Spaß damit. "56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorten mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kholat, Syakl. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. 2 sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and 2 bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next 3 bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw 2 months later to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last 4 skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche, or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Akt 1. So, hier sind wir nun und sollen herausfinden, was dort oben passiert ist. Und hier sieht es doch eigentlich ganz gemütlich aus. Die Musik ist übrigens super geil. Ich musste es ja schon mal anspielen, um einfach zu schauen, ob das hier gut funktioniert mit der Aufnahme. Und wie gesagt, ich habe jetzt schon Angst. Ich ahne wirklich Böses. Das wird nicht so ruhig bleiben, da kommt noch einiges. So, was haben wir hier? Ja, es sieht sehr lebensbejahend alles hier aus. Wir folgen einfach mal dieser Straße. So, hier eine kleine Hütte. Okay, wo wir aber scheinbar nichts machen können, laufen wir mal weiter. Also bei der Musik kriegt man ja schon allein Gänsehaut, da muss noch gar nichts passieren.
das eine gute Idee ist, allein in den Wald zu laufen. Es gibt ja, wie gesagt, sehr viele Spekulationen darüber, was damals geschehen ist. Aber keine war wirklich so richtig überzeugend und man rätselt noch heute. Es gab ja Spekulationen über Experimente der Army etc., weil es ja ein Gebiet ist, was normalerweise sehr, sehr menschenleer ist. Aber wer weiß, vielleicht wissen wir ja irgendwann mehr. So, wo gehen wir jetzt lang? Ah, hier ist ein... Uah, das sieht schon gruselig aus, ich will da nicht rein. Ich will nicht. Are you coming to me? Ach du Scheiße. Entschuldigung, wenn ich vielleicht manchmal nicht ganz so viel erzähle. Ich habe wirklich... Mich gruselt's gerade etwas. In the end, the only thing I saw was a flash. An insufferable burning light. The pain ripping apart my body. Okay. I felt it tearing out of my soul. After a while, I was nobody. Nothing. The light went out and I vanished into overwhelming darkness. I welcomed the end with delight. Ich finde ja Sean Beans Stimme einfach sehr, sehr geil. Es lohnt sich auch generell, zum Beispiel Game of Thrones auf Originalisch zu schauen. Weil dieser britische Touch, es macht schon einiges her. So, ich laufe jetzt einfach hier ins Nichts. Ist hier irgendwas? Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Ich laufe weiter, immer weiter, bis nichts mehr da ist. Ah, wir sind nun an dem Zelt angelangt. So. Und kann ich drücken, jawohl. Kriege ich hin. I am right behind you. Was? Ich will aber nicht, dass du hinter mir bist. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich bin super cool und habe keine Angst. Bitte nicht wundern, wenn ihr ab und zu mal Geräusche hört. Ich wohne in einem sogenannten House-Share mit noch 4 anderen Menschen und dieses Haus ist sehr, sehr hellhörig. Akt 2. Have you ever tried to hold on to your humanity? Ja. When others convince you of being no more than a subject, an object, which they can bend to their will. When they told you that you were a monster that deserved punishment. And you could really not remember your sins. When they took away your loved ones, leaving you to rot in the dark. The problem is that in their darkness, you have never been alone. Ich will meine Mami. Mami? Vor allem das Dumme ist ja, ich wohne hier wirklich mitten im Nirgendwo. Wir haben keine Nachbarn. Hier ist gar nichts beleuchtet. Also, es unterstützt auf jeden Fall diese Atmosphäre. Ah, okay. Hiermit kann ich die Karte aufmachen. Okay. Ich denke mal, wir sind da bei einem Zelt markiert. Okay. Laufen wir doch einfach mal... Warte mal, das ist... dem nach Norden, denke ich mal. Das C ist ja im Russischen ein S, das heißt, das müsste Süden sein. Dann laufen wir mal nach Norden und versuchen mal
diesem Weg zu folgen. So. Und zack. Lampe, okay. Ah, ducken. Ah, Kompass. Okay, ich glaube, ich lasse den Kompass mal generell auf. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Ja, folge ich mal diesem Weg. Aber ob das so eine gute Idee ist, Überlebensinfo? Im Tiefsee zu schnaufen, im Tiefsee zu laufen, ist anstrengend. Passe dein Tempo den Bedingungen an, damit dein Körper nicht ermüdet. Bevor du eine längere Strecke in Angriff nimmst, solltest du dich im Lager ausruhen und dir eine sichere Route zurechtlegen. Du kannst jedes Objekt näher betrachten, um es besser zu erkennen. Benutzt du die Taschenlampe, um deinen Weg auszuleuchten, wirst du für andere besser sichtbar. Beobachte deine Umgebung genau, um dich mit Hilfe der Karte und des Kompasses besser orientieren zu können. Schwer zugängliche Felssteige können dich an interessante Orte führen oder Abkürzungen sein. Um sie zu erreichen, musst du manchmal unter Hindernisse hindurchkriechen, mit B, oder von ihnen hinunterspringen. Okay, mehr haben wir noch nicht. Leere Seiten. Okay, ja, los geht's. Oder soll ich woanders? Nee, ich probiere erstmal hier oben den Weg, ja. Ah, das sind die Figuren aus dem Titelbild. Das heißt, da oben, okay. I set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vichy on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue group. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment, and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the students. Initial findings show that the people in the tent cut its sidewall and for some reason tried to escape from it in panic. The tracks in the snow led to a forest a kilometre and a half away. But the trail went cold after 500 meters and we had to carefully search the entire area. This was not a place of any average incident. We had shivers crawling all over our bodies because of the atmosphere surrounding us. I was convinced that something more than just an accident had occurred here. I had the feeling we were dealing with something unnatural. Okay, ich lese das jetzt mal nicht laut vor, denn ihr könnt das ja selber lesen, was das auf Deutsch bedeutet. Übernatürlich. Klingt ja super. Komm, Hilfe. Ich geh weg hier. Ich gehe. Ich hau ab. Ich will nicht. Ich will auch gar nicht hingucken, aber ich muss. Ich glaube, ich gehe erstmal zum Zelt zurück und ruhe mich aus. Das hat mir jetzt schon gereicht. Kann ich rennen? 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 Ups, ich bin falsch gelaufen, Entschuldigung. Ich hab's einfach voll drauf. Ja, Frauen und Navigation, es stimmt schon, was man so sagt. Wir sind doch nach Norden gegangen.
gegangen. Das heißt, hier müsste jetzt irgendwo mein Zelt sein, da unten. Habe ich mich jetzt schon verlaufen? Das kann doch gar nicht sein. Hallo? Nee, wir sind definitiv... Ah, hier sollte definitiv irgendwo das Zelt sein. Aber ich würde gern mal rennen. Rennen? 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 Ah. Jawohl, da ist mein Zelt. Oh. Okay, zu lang darf man wohl nicht rennen. Ach, habe ich vorhin gar nicht gesehen. Hey, ich will eine Runde Skifahren. Okay, ich mache auch nur Witze, weil ich wirklich Angst habe. Wird gespeichert, das ist sehr gut. Ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Und ich lege mir ein paar Windeln zu. Okay, bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.